Hallo, ich bin Justin, Azubi bei EPC Computer und in diesem Video stellen wir euch heute Power Stations vor. Was sind überhaupt Power Stations? Power Stations sind tragbare Akkus, welche man leicht irgendwo mit hinnehmen kann, die ein eigenes Interface haben, um verschiedene Geräte wie ein Notebook oder so zu laden oder zu betreiben. Der Unterschied von Powerbanks zu Power Stations ist ein ganz einfacher. Sie haben mehr Features, ein eigenes Interface und mehr Leistung. Die Power Stations sind eigentlich gedacht fürs Campen, können jedoch hilfreich bei Stromausfällen sein. Wir vergleichen heute 5 Power Stations, 2 Power Stations von Blueyeti, eine Power Station von Rommers, eine Power Station von Josepower und eine Power Station von Novo. Wir kommen jetzt einmal zu der Blueyeti EB3A. Wir fangen mal ganz oben an. Hier oben habt ihr induktives Laden mit einem Output von 15 Watt. Danach kommt ihr zu dem DC-Output mit einem Zigarettenanzünder mit 12 Volt. Danach habt ihr einen Solaranschluss, wo ihr die Solarpanels anschließen könnt, 2 USB-A-Anschlüsse, ein USB-C-Anschluss, womit ihr euer Gerät mit 100 Watt beladen könnt oder betreiben könnt. Danach habt ihr ein Licht sozusagen, wo ihr benutzen könnt. Wenn ihr einmal drauf drückt, geht das ganze Display an. Wenn ihr das nächste Mal drauf drückt, geht das Licht an. Beim zweiten Mal wird es ein bisschen stärker. Und dann habt ihr auch diese SOS-Funktion, wie man das auch nennt. Danach habt ihr eine Steckdose. Danach habt ihr einen Kältestecker, womit ihr die Powerstation laden könnt. Und auch mit einem Netzteil, wo im Lieferumfang enthalten ist, wo ihr das ebenfalls laden könnt. Das Display von der Powerstation ist in 3 Teile unterteilt. Einmal ein Input, das zeigt euch die Wattanzahl an, mit was ihr die Powerstation ladet. Einmal in dem mittleren Teil habt ihr noch die Stundenanzahl, wie lange die Powerstation lädt, mit der Prozentanzahl von der Powerstation. Der dritte Teil ist einmal der Output, was ihr aus dieser Powerstation rausziehen werdet. Ein wichtiger Aspekt noch von der Powerstation ist, wenn ihr das induktive Laden oben benutzen wollt, müsst ihr den DC-Bereich anmachen. Danach könnt ihr euer Handy drauflegen und danach wird es auch geladen. Also für die Blueyeti Powerstation gibt es noch eine App. Ihr sucht die ganz normal per Bluetooth. Danach verbindet ihr euch mit der per Bluetooth. Danach wird euch ein Screen angezeigt, wo links oben die Powerstation ausschalten könnt, also komplett. Dann wird euch einmal die Powerstation gezeigt mit den Möglichkeiten, sie aufzuladen, Photovoltaik oder in dem normalen Stromnetz. Danach wird euch noch der DC- oder AC-Bereich gezeigt, was an der Powerstation auch aufgeteilt ist. Wir können den DC- und AC-Bereich jetzt ganz normal über die App anschalten. Einmal den DC-Bereich. Danach seht ihr das mit einer grünen LED. Wir machen auch mal den AC-Modus an. So, jetzt können wir die Powerstation noch kurz ausschalten. Wir bestätigen dies natürlich. Dann sollte DC und AC jetzt auch gleich noch ausgehen. Somit ist die Powerstation jetzt aus. Die App hat noch eigene Einstellungen, was man einstellen kann für die Powerstations. Einmal der Lademodus. Wir haben einen Standardmodus, einen Ruhemodus und einen Schnelllademodus. Danach können wir die Powerstation in den Eco-Modus versetzen. Die Eco-Abschaltzeit, nachdem sich die Powerstation abschaltet, sind 4 Stunden. Die LED-Steuerschalter können wir auf Erlöschen setzen, SOS, volle Helligkeit oder halbe Helligkeit. Damit ist das Licht gemeint. Und wir können auch eine Leistungssteigerung sozusagen erzielen, wenn wir ganz normal auf Bestätigen drücken. Kommen wir jetzt mal kurz zu den Eckdaten von dieser Powerstation. Die Powerstation hat 280 Wattstunden, was im Vergleich relativ wenig ist. Jedoch lädt diese Powerstation relativ schnell auf. Ein großer Nachteil von dieser Powerstation ist, was uns im Test auffallen ist, dass die Wattanzahlen, Input und Output nicht genau sind. Was jedoch ein Vorteil von dieser Powerstation ist, dass diese Powerstation mit vielen verschiedenen Möglichkeiten geladen werden kann. Wir kommen jetzt zu der Blueyeti AC50S. Die AC50S hat induktives Laden mit 10 Watt Output, hat einen USB-C-Port mit 45 Watt sowie 4 USB-A-Ports, hat 2 Steckdosen, hat 2 Anschlussmöglichkeiten für ein Solarpanel und hat einen Zigarettenanzünder. Sowie, wenn wir die Powerstation gerade mal kurz umdrehen, hinten dran ein integriertes Licht. Bei der AC50S ist das Display in 3 Teile unterteilt. Einmal die etwas unübersichtliche Akkuanzeige, dann einmal den Input. Der Output ist in diesem Fall in DC und AC unterteilt. Die AC50S hat 500 Wattstunden
und somit auch verhältnismäßig relativ viele Anschlüsse, was man auch an den 2 Steckdosen sieht. Was jedoch negativ bei uns im Test auffallen ist, ist einmal das Display. Man weiß nicht, wie viel Prozent oder nicht exakt wie viel Prozent die Powerstation hat. Man weiß auch nicht exakt, wie viel Output oder wie viel Input die Powerstation hat, weil die Wattanzahl nicht mit der übereinstimmt, was auf einem Strommeter draufsteht. Was jedoch ein Vorteil von dieser Powerstation ist, ist einmal das intelligente Kühlsystem. Jedoch ist sie dafür relativ laut, aber hat dafür auch eine ultrasichere Lithium-Batterie. Wir kommen jetzt mal zu der Romos Powerstation. Wir haben einmal ein induktives Laden, wir haben einen Zigarettenanzünder, wenn wir das Gumminäppchen hier aufklappen, 3 USB-A-Anschlüsse mit jeweils 18 Watt, einen USB-C-Anschluss mit 60 Watt, eine Steckdose und ein Port zum Laden der Powerstation. Danach hat die Powerstation seitlich noch ein Licht, sowie auch auf der Rückseite von dem Träger. Die Romos hat 400 Wattstunden, ist relativ kompakt gehalten, hat jedoch dafür wenig Anschlüsse. Dafür hat sie aber induktives Laden. Sie hat Gumminoppen vor den USB-Ports, sodass sie spritzwassergeschützt sind. Wir kommen jetzt zu der Jose Power. Die hat ein Licht, einen Solaranschluss und einen Zigarettenanzünder, wie hier zu sehen. Einmal ein USB-C-Port mit 60 Watt und 3 USB-A-Ports. Hier lädt man die Powerstation auf. Sie hat noch eine Steckdose und ein Display. Die Jose Power 388 Wattstunden ist relativ leicht und kompakt gehalten. Sie hat verhältnismäßig einen mittleren durchschnittlichen Akku. Die Laufzeit dafür ist aber relativ hoch, was wir bei unseren Tests gemerkt haben. Das Display, sozusagen die Wattanzahl, ist sehr genau. Die einzigsten 2 negativen Punkte ist einmal der laute Lüfter und dazu kommt es, dass die Powerstation kein induktives Laden hat. Wir kommen jetzt einmal zu der Novo Powerstation. Die hat einen Zigarettenanzünder, einen USB-C-Port und 3 USB-A-Ports und eine Steckdose sowie das Display. Die Novo Powerstation hat 230 Wattstunden. Der Vorteil von dieser Powerstation ist, sie ist klein und kompakt, jedoch überwiegen die Nachteile. Der erste Nachteil ist, sie hat relativ wenig Anschlüsse, eine relativ kleine Wattstundenanzahl. Das Display ist nicht übersichtlich, sie hat 5 Balken, um den Akkuzustand anzuzeigen. Man muss bei dieser Powerstation beachten, was man anschließt, damit die Powerstation nicht überlastet wird. Insgesamt ist sie im Schnitt aber die günstigste. In der Zwischenzeit, bevor wir dieses Video veröffentlicht haben, haben wir noch die Jackery Explorer 500 gekauft, um diese auch für euch zu testen. Die Jackery Explorer 500 hat einmal einen Ladeanschluss, um die ganze Powerstation zu laden, einen Displayknopf, mit welchem wir jetzt mal das Display aktivieren. Das ganze Display ist in 3 Teile aufgeteilt, einmal die Prozentanzeige von dem Akku in Input und Output. Einmal hat sie noch einen Schuko-Stecker, 3 USB-A-Teile, einen Zigarettenanzünder, sowie auch 2 Eingänge für Solar. Wenn wir die ganze Powerstation einmal drehen, haben wir hier noch ein Licht mit dem SOS-Modus. Die Jackery Explorer 500 hat 518 Wattstunden, ist ungefähr 6 Kilo schwer, hat eine Länge von 30 cm, eine Breite von 19,3 cm und die Höhe beträgt 24 cm. Damit ist sie zu vergleichen mit die AC50S, welche wir auch in dem Diagramm aufzeigen. Preislich ist die Jackery Explorer 500 bei uns in der Stufe 4. Wir haben die Jackery Explorer 500 mit einer IPC-Dockingstation, 2 Monitoren und einem Notebook getestet. In dem Test hatten wir einen Durchschnittsverbrauch von ungefähr 70 bis 90 Watt. Damit hat die Powerstation bei uns im Test ungefähr 6 bis 6,5 Stunden gehalten. Jedoch ist uns bei dem Test auffallen, dass die Verarbeitung von den Gummiklappen, von dem Schuko-Stecker sowie vom Zigarettenanzünder relativ schlecht verarbeitet sind. Sowie auch das Plastikgehäuse haben wir bei anderen Powerstations besser empfunden oder hochwertiger. Was jedoch ein Vorteil ist, die Platzierung des Lichts, was praktischer als bei anderen Powerstations gemacht wurde. Ganz zum Ende müssen wir leider noch sagen, dass uns ein USB-C-Port gefehlt hat. In
In der Grafik haben wir euch jetzt nochmal alle wichtigen Informationen zu den Powerstations zusammengefasst. Die ganze Grafik haben wir euch unten in der Videobeschreibung mal verlinkt. Bei manchen Powerstations kann es sein, dass die Solarstecker mitgeliefert werden. Die Solarpanels müssten aber extra erworben werden. Wir haben für euch jetzt noch eine Grafik erstellt mit den Preisen pro 100 Wattstunden für jede Powerstation, dass ihr einen besseren Überblick bekommt über das Preis-Leistungs-Verhältnis von den ganzen Powerstations. Wir fangen an mit der JOS Power von einem Preis von 66,75 € pro 100 Wattstunden. Danach kommt die Romos RS500 mit einem Preis von 80 € pro 100 Wattstunden. Dann kommt die Novo Powerstation mit 82,17 €. Danach kommt die Bluetti EB3A mit einem Preis von 84,01 €. Direkt darauf gefolgt kommt die Bluetti AC50S mit einem Preis von 100 €. Und zu guter Letzt kommt die Jackery Explorer 500 mit einem Preis von 115,83 €. Wir blenden euch jetzt hier nochmal eine Grafik ein, mit den Laufzeiten sowie mit den Powerstations, die wir getestet haben. Den Test haben wir durchgeführt mit einem Notebook, einer Dockingstation sowie 2 Monitoren. Wir blenden euch ebenfalls noch den Leistungspeak von diesen Powerstations ein. Unser Fazit zu den Powerstations ist, dass die Jose Power hier als Preis-Leistungssieger rausgeht. Wenn ihr jedoch mehr Peak wollt, greift ihr am besten auf die Romos zurück. Preis-leistungstechnisch schneidet sie auch nicht schlecht ab und dann bei uns auf dem Platz 2. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und einen Kommentar da.